Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampyr. In den letzten Part haben wir ja weiter probiert, irgendwo Munition aufzutreiben. Wie gesagt, hätte ich Milton nicht ausgesaugt, hätten wir weniger Probleme mit dem. Aber gut, lässt sich nicht mehr ändern. Ich kann noch probieren, bei XENYX vielleicht Munition zu bekommen. Selbst wenn ich nicht glaube, dass Milton der einzige war, der Munition verkauft hat. Wie gesagt, das waren die einzigen Optionen gewesen. Also, Milton war die einzige Option, beziehungsweise ich kann ja auch probieren, von den Gegnern hier Munition zu bekommen. Ich denke, das ist ja auch eine Möglichkeit wäre, allerdings bräuchte ich dafür die Gegner mit der Schrotflinte. Und definitiv mehr Glück, weil da kriege ich ja noch nur eine Munition für den Gegner. Und das glaube ich auch nicht immer. Oder ich finde so wieder mal welche. Okay, du bist auch nervig. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Was habe ich gerade gefunden? Okay, hier ist schon noch irgendeine Person, die von Skulls angegriffen wird. Ich hätte gar nicht gewusst, dass hier noch eine Person ist. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Okay, das war der letzte, der hier gefehlt hat. Interessant. Da haben wir sogar schon mal eine Frage gehabt, beziehungsweise beantwortet. Beziehungsweise einen Hinweis gefunden, so rum. Okay, hätte ich auch früher finden können, wenn ich normal hier gewesen hätte. Hier hätte gewesen sein können, so rum. Irgendwie so. Egal. Lüftiger Brief. Liebe Mutter, was mir auch zustoßen mag, vergiss niemals, dass dein Sohn dich liebt. Ich weiß, du warst mit meiner Art zu leben nicht einmal glücklich, aber ich werde mich nicht ändern. Ich wurde in diesem Stadtteil geboren und aufgezogen. Und ich kann es nicht mehr länger ertragen, was man uns
Nachbarschaft antut. Den Leuten, die wir kennen. Vor kurzem habe ich eine furchtbare Entscheidung getroffen. Ich beschloss, mich gegen die Tyrannei dieser wenigen zu wehren. Ich weiß, sie werden Vergeltung üben, aber ich bin für alles gewappnet. Dank dir habe ich das Lesen immer geliebt. Jetzt, da ich endlich handle, bleibt mir nur übrig. Zu zitieren. Sie wirken nur groß, weil wir vor ihnen knien. Ich werde nicht länger knien, Mutter. Ich werde aufrecht stehen, was es mich auch kostet. Auf bald, meine liebe Mutter. Check. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Perhaps Enid's son. Okay. Ist mir wenigstens, wo der abgeblieben ist. Nachdem wir wussten, dass der getötet wurde. Aber gut. Ich brauche trotzdem immer noch Munition. Und wie viel Munition habe ich gerade? Ja, ungefähr 2 Magazine. Ist halt nicht viel. Ist hier noch irgendwas versteckt? Rein zufällig. Irgendwas, was ich für eine andere Person brauchen könnte. Das mit dem Brief war ja auch jetzt dran zufällig. Ah, okay, da geht's nach hinten. Ich wundere es wirklich, dass ich hier noch nicht war. Habe ich Glück? Ein paar Patronen vielleicht? Nee. Ja, das ist wohl eine der Kisten. Okay. Da haben wir noch mehr Blindenschrift. Munition ist halt doof. Wie gesagt, es nervt mich selbst ein bisschen. Dann probieren wir es halt bei Edwina. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What? Can I see what you have to say? As long as you have money. Ja, sie verkauft Munition. Ich würde gern einmal alles nehmen. Okay. Ja, ich glaube, jetzt können wir Doris mit dem Besuch abstatten. Ich weiß noch nicht, wie lange der Kampf dauern wird. Ja, vielleicht verlege ich den doch noch. Reden wir noch mal nicht wegen der Halskette. Good evening. Of course. Just grow eyes in the back of that head, sir. Geht zum Glück relativ schnell. What can Ich habe die Halskette gefunden. I believe you may find this necklace of interest. What is it? I don't understand. It's a gift your son was hoping to give you. But I'm afraid it links him to the nearby murders. You mean this belongs to one of his victims? Jesus. I knew this day would come. Please, Dr. Reed, accept this for your trouble and leave me be. This day? You mean you already knew? Are you buying my silence? I will not be an accomplice in this. What? No. No. My son's crimes distress me more than you can imagine. But I'm his mother.
I love him, I do. Okay. Dann reden wir mal drüber. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his, demons. Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. Okay. Das ist doch ungemein weiter. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. Ja, stimmt, sie kann nicht ewig benutzen. Aber sie ist auch nicht verantwortlich. Schwierig. I understand your pain, but you cannot mother him forever. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Okay. Und dann noch über die Dämonen. Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child, and he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? Trägt die volle Verantwortung. Wünsche geheimnisvolle Geheimnisse. Das ist auch wieder eine schwierige Antwort. Ja, ich werde jetzt einfach mal mit ausgehen, dass Gehirn voller Geheimnisse ist. Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Currently, we have more assumptions than fact. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Okay. Heißt, ich muss noch mal mit Sensoren sprechen, dass ich die letzten Hinweis kriege. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Please don't stay too long, sir. Ach, steht direkt hier. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Ja, unsere Opfer haben ja schon ein bisschen Empathie mit.
Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. Schwierig. Es wird auch schwierig, aber ich nehme es mal auf, dass das ein Dilemma verstehen. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Ja, auch wieder wahr. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum, I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Ja, schon hat es nicht viel gebracht. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Okay. Goodbye, So Mr. zu den beiden. Das stimmt, das und das mit dem Brief. Eine Uhr? War eine Uhr beim Brief dabei? Das habe ich gerade gar nicht geachtet. Kann schon sein. Wie gesagt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ihn hatten wir vollständig, sie hatten wir vollständig. Bei den beiden fehlt mir noch eine Sache. Bei ihm fehlen mir noch ein paar Hinweise. Ja, den haben wir gerade getroffen. Ihn könnten wir ausschalten. Bei den beiden fehlen mir noch Hinweise. Wem fehlt mir noch ein Hinweis? Ist Rodney jetzt eigentlich schon raus zur Kanalisation oder muss ich da noch pennen gehen? Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Ganz gut schauen, kann ich von hier noch irgendwas machen? Nö. Goodbye. Okay. Zurück zu dem. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Da müssen wir schon mal noch irgendwas finden. Na gut. Dann gehen wir hier rüber. Muss man hier keine Kampfgeräusche hat. Ist das stimmt? Ja, da ist jetzt der. Habe ich vergessen gehabt. Foolish Eckart. Komm schon, lass mich in Ruhe. Okay, er folgt mich immer noch.
Dann gehen wir noch mal hier an. Ich rede jetzt erstmal mit ihm. Good evening. There's no need. Gebe euch nichts. Goodbye. Dann noch mal nicht. Ja. Good evening, Miss Gillingham. Of course. Interessant, sie haben gerade wirklich bei ihr angeklopft. So, Dr. Tippets, what brings you back? Ja, da haben wir noch relativ viel offen. Ja, reden wir erstmal über den Sohn. Tell me, Enid, why do you feel guilty about your son? I know I'm a burden to my Jack. I know my mind and my thoughts are drifting away. I'm so sorry. I can't help it. This is not your doing, Miss Gillingham. You do not have to apologize for your condition. Of course I don't, Doctor. I've done nothing wrong, I swear it. What exactly are we talking about here? Wir waren gerade. Sohn. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippets. I must confess I haven't felt that well of late. Ja, wir haben was gegen Kopfschmerzen. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Ja, dann die andere Sache noch mit dem Sohn. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Was will mir jetzt die Wahrheit sagen? Ich weiß nicht, ob es direkt wieder vergessen wird. Die Antwort mit Jack kümmert sich gut um sie. Er ist ein Jack schuldig, Edwinas. Jack wurde getötet. Ja, sagen wir einfach, dass sie sonst so ist. Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippets. Okay, hätte ich doch die andere Sache machen sollen. Ich habe auch noch die Uhr. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippets? Please, for your charity. Ja, natürlich. Goodbye, Miss Gillingham. Good evening. Show me what you have to. Er hat noch Nieten, nicht Bolzen. Die nehme ich gern. Dann kann ich die Waffe noch mehr upgraden. Und dann werden wir es definitiv erledigen können. Für den zwei Schwestern kann ich auch nichts machen. Nee.
Jetzt hab ich noch völlig im Dunkeln. Wo ist eigentlich die andere? Da ist da hinten. You again. Der haben mir schon mal geholfen. Well, I'll leave. Mehr können wir doch nicht machen. Ja, für die Personen, die zurückkehren sollen, müssten wir natürlich uns mal aufleveln. Ich will ihm noch was machen. Er ist ja auch so ein verdächtiger Good Typ. evening, Doctor. You've never faced, let alone killed a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Sollten wir weiter reizen? Ich glaube schon. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Okay, war die richtige Entscheidung. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Okay. Wen er auch immer gerade gesprochen hat. Hat keine Verbindung zu den anderen. Ich nehme mal mit. Ich kann jetzt sogar direkt hier aussagen. Dann machen wir das mal. Killed by a real vampire. How unexpected. Thank you, Dr. Reed. For in the end, you made me fulfill my destiny. Natürlich, und wir haben uns dann Flock gehalten, der zwar relativ hohen Schock macht, allerdings auch relativ viel Ausdauer verbraucht. Obwohl, ist gar nicht so viel mehr als den ich schon abgegradet habe. Ja, natürlich. Ja, den Zweifel, von dem konnte ich mich eigentlich auch entlegen. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Von dem, der was immer in der Bar ist. Aber von denen kriege ich ja, glaube ich, auch keine Informationen mehr. Könnt ihr nochmal ansprechen? Ich glaube gerade nicht.
von Delaney. Good evening. What? Ah doch, da ist ja noch was zu Hemden. Is it true Sean Hampton saved your life? Yeah. The sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. I was a wreck back then. Times like these are good drinks just as likely to cause a problem as to solve one. Ja, okay. Habe ich wieder verdrängt gehabt, dass wir da irgendwas gehört hatten. Na doch, trotzdem trinkt er weiter. And yet you're still drowning in cheap liquor. Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Natürlich, sonst haben wir nichts mehr. Dann nehmen wir ihn mit. So. Und einmal raus aus der Bar. Die muss ich sogar relativ weit schleppen. Das soll mich jetzt mal nicht stören. Warum das ihn nicht einfach Vampyr erledigen konnte. No one will ever know what I did. I'm gonna die with blood on my hands. No one will remember me. Und wir haben noch einen kleinen Schlüssel erhalten. Für was? Für irgendeine Kiste oder Truhe. Ja, wo hatten wir noch eine Kiste oder eine Truhe? Weiß gar nicht mehr. Na gut. Allerdings, bevor wir es hier heute machen, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht das sollte, könnt ihr euch gerne ein Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.